Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video geht es um Preise für Streichinstrumente und Bogen. Und ganz am Schluss dann auch noch, wie ein Preis mit einer Leistung von einem Instrument zusammenhängt und ob es zusammenhängt. Mehr davon wie immer noch im Intro. Danke, Tobias. Also zuerst einmal muss gesagt werden, dass Unterschiede da sind, ob ein Instrument von einer Firma angeboten wird, wo Steuer dabei ist, wo Gewährleistung dabei ist, oder ob das privat angeboten wird. Ja? Also kaufen, verkaufen und tschüss wie du. Da sind natürlich Unterschiede da. Das heißt, ein Instrument, das über eine Firma gekauft oder verkauft wird, hat einen ganz anderen Preis, als wenn das privat verkauft wird. Das nächste, was man wissen muss, ist, wo wird das Instrument verkauft oder angeboten? Also, wenn ich halt ein Wiener Instrument habe, dann werde ich im Wiener Raum oder von mir aus in Österreich einen relativ guten Preis erzielen. Das gleiche Instrument wird in England wahrscheinlich wesentlich weniger hochwertig angeboten werden. Dafür sind dort englische Instrumente natürlich gut im Kurs. Ja? Dann ist es so, wenn ich halt in Westeuropa bin, habe ich ein gewisses Preisgefüge. Bin ich in Osteuropa, habe ich dort ein anderes Preisgefüge. Bin ich noch weiter im Osten, sprich in Japan oder in Südkorea, da kriege ich fürs gleiche Instrument wesentlich mehr, ja, weil dort ein anderes Preisniveau herrscht. Ja. Und das richtet sich natürlich auch immer nach dem Angebot und nach der Nachfrage, die in dem Land ist. Ja. Und jetzt unterhalten wir uns über, sagen wir mal, allgemein doch anerkannte Preisliste. Es gibt mehrere verschiedene, aber das ist einmal, die Fuchsachsen ist einmal schon irgendein Anhaltspunkt. Nicht? Dazu muss man wissen, wenn ich halt irgendeinen Betrag liess, ja, dann ist es sozusagen ein Betrag, ein offizieller Betrag von einer Firma. Und da geht es darum, dass die Instrumente vom Zustand her wirklich gut benannt sein müssen. Also wenn das Bodenstimmer ist, Deckenstimmer ist und so weiter hat, dann trifft der Preis bei weitem nicht zu. Auch wenn es gut restauriert ist, oder? Natürlich nicht. Genau. Die Wertminderung ist ja da. Ja? Und wir reden dann sowieso davon, ob das gut restauriert ist, gar nicht restauriert ist oder schlecht restauriert ist. Genau. Das wird über einen sogenannten Zustandsbericht festgestellt. Ja? So. Dann haben die Leute natürlich unterschiedliche Qualitäten erzeugt. Aufgrund dessen, dass sie verschiedene Holzbredeln genommen haben, sie mehr oder weniger Arbeit da haben, mehr oder weniger Zeit gehabt haben, da gibt es ganz viele Einflüsse. Das heißt, ich habe faktisch immer einen sogenannten Von-Bis-Preis. Der kann sehr stark schwanken. Das kann, ich sage jetzt einmal, zwischen 6.000 und 25.000 Euro sein. Ja? Stichwort goldene Periode beim Stradivari, das sagt wahrscheinlich noch am meisten was. Der hat nichts vergeudet. War das kein Guthändler oder was? Nein, aber das sagt den meisten Leuten noch was, dass halt Instrumente, die davor waren, eben nicht so hoch gehandelt werden. Ja. Genau. Ja. In Wirklichkeit ist es so, aber da reden wir immer noch davon, dass sowohl ein Instrument um 6.000 Euro zum Beispiel, als auch eins um 25.000 Euro in einem guten Zustand sein muss. Der Unterschied ist einfach nur in der Ausführung, in der Holzauswahl, in der Lackauswahl und. Ja? Also, es gibt halt welche, die haben billige Instrumente genauso gebaut, wie sie halt hingesetzt und ein gescheites Instrument gebaut haben. Dann gibt es welche, die haben kontinuierlich sehr hochwertige Sachen gemacht. Da ist die Preisspanne oder die Preisunterschiede sind dann schon kleiner, weil da ist jedes Instrument in einer gewissen Qualität. Ja? Also, es ist einmal ein Richtpreis. Dann gibt es Leute, die den Preis sozusagen künstlich in die Höhe treiben, ja, mit verschiedensten Schmähs über Auktionen und. Prinzipiell ist es so, dass der Preis auch als gemeiner Handelswert angesehen wird, der halt realisierbar ist. Also, wenn halt jemand eine Geigen, die von mir aus, ich weiß nicht, 100 Euro wert ist und 10.000 Euro anbietet, dann kommt man schnell drauf, okay, oder der Verkäufer, nein, das will jetzt nicht wirklich wer. Dann tut er einen reduzierten Preis und kostet nur mehr 8.000 Euro. Also, und das aber innerhalb von einer Woche. Dann geht's weiter, aber auf 6 wahrscheinlich nicht. Und man braucht dann nur warten ein paar Wochen und irgendwann kriegt man schon 2.000 Euro, nur wenn man das Klump mitnimmt. Ja? Das halte ich für nicht seriös. Nicht? Dann gibt's Leute, die schreiben sich eine eigene Preislisten. Ja?
was ich als grandiose Idee finde. Ja? Also, Haben wir da irgendein Beispiel? Also, Klarnamen nennen wir jetzt nicht in dem Fall, nicht? noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. War es ja schon mal auffällig, dass gewisse Preise jetzt bei offiziellen Preislisten mehr steigen als Preise von anderen Instrumenten? Also wenn jetzt zum Beispiel eine gewisse Gruppierung Geigenbauer verschiedene Instrumente im Eigentum hat, ja? Und an der Erstellung einer Preisliste mitwirken, Oder Einfluss haben, dann ja? ist es sehr wahrscheinlich, dass genau diese Instrumente, die sie zufällig am Lager haben, wahrscheinlich mehr steigen werden im Preis oder im Wert als andere. Ja? Wobei, das ist jetzt eher sozusagen einmal, es gilt ja die Unschuldsvermutung. Ja, das ist natürlich eine böse Vermutung. Ja, ist klar. Ja, also es gibt Sachen, die bewegen sich in Wirklichkeit schon in einem normalen Rahmen. Also das, was für mich entscheidend ist, ist immer, repräsentiert ein Instrument wirklich einen gewissen Wert. Ja? Das sind ganz viele Sachen ausschlaggebend. Oder sieht man den Wert überhaupt nirgends, dann hat es meistens auch den Grund, dass er nicht vorhanden ist. Also ich sage nicht, dass das ausgeschlossen ist, dass ein Instrument einen hohen Wert hat, den ich halt überhaupt nicht sehe. Ja? Das kann genauso passieren. Aber im Normalfall merkt man sofort, habe ich ein Bredel vor mir liegen oder habe ich ein richtiges Instrument vor mir liegen. Ja? Weil es immer wieder zum Beispiel so Meinungen gibt, ja, der Preis, der Geigenbauer nennt oder schätzt, der ist sowieso nie realisierbar. Ich werde ein Beispiel sagen. Einer meiner Buben hat sich bei einer Plattform einen Diamanten ersteigert. Hat sich viel gefreut, dass er da nur ein Drittel davon gezahlt hat, von dem, was der Schätzwert ist. Hat den nachher, wie er im Krieg hat, nochmal schätzen lassen, sind wieder auf diesen tollen hohen Wert gekommen und er ist draufgekommen, dass er auch um ein Drittel, was er gekauft hat, nicht verkaufbar ist. Weil halt ein Juwelier, der für einen Kunden ein Schmuckstück auffertigt, seine Lieferanten hat, wo er genau weiß, da kriege ich das, was ich brauche. Ja, ich will ja nicht über den Tisch gezogen, warum sollte er das privat kaufen? Schlimm ist es immer dann, wenn jetzt zum Beispiel, sage ich mal, aus vertrauten Händen, vielleicht mit einem Abhängigkeitsverhältnis, was gekauft wird, weil da werden zum Teil Preise erzielt, die also im normalen Geschäft gar nicht möglich sind. Ja? Ganz oft sind eben speziell im höherpreisigen Bereich halt die Preise so, dass da ganz viel mit Täuschung und sonst irgendwas gearbeitet wird. Oder mit einem Zwang, wo du nicht rauskommst. Oder Zwang und natürlich mit Leuten, die keine Ahnung haben. Da sind wir jetzt wieder bei so ein bisschen was die Philanthropen. Also, momentan ist es ja immer wieder der Fall. Also studieren ja zum Beispiel dann Leute aus Südkorea oder aus Japan oder aus China, irgendwo in Europa. Die haben dann Instrumente, zum Teil sind sie nicht echt, zum Teil sind sie sogar echt, aber zu Preisen gekauft, wo du da die Ohren anlegst, wo du nur denkst, das kann nur mehr Schmäh sein, das kann nicht echt sein. Ja? Es ist trotzdem so. Und eine habe ich mal gefragt, ich habe mich gebeten, der Wertbestimmung hat sie gebraucht, und dann habe ich es gefragt, hast du das vom Geigenbauer gekauft oder vom Professor oder indirekt vom Professor? Und sie hat drauf noch gesagt, ja, wahrscheinlich. Das heißt, sie weiß es wenigstens, dass sie es viel zu teuer gekauft hat. Ja? Und sie weiß auch, dass der Herr Professor in Südkorea halt nur mitgeschnitten hat. Ja? Aber da gibt es ganz viele, die glauben das gar nicht oder wissen das gar nicht. Ja? Gut. Und das Letzte, was zu dem Thema dazugehört, das ist in Wirklichkeit, wie passt eine Leistungsfähigkeit von einem Instrument, also sprich eine Klangqualität, mit am Wert oder mit einem Preis zusammen. Ja? Also wahrscheinlich, weil es gibt schon einige Leute auf der Welt, die sehr vernünftige Instrumente bauen können, die wirklich gut funktionieren und gut klingen. Ja? Wahrscheinlich fährt man mit solchen Instrumente rein, wenn es ums das Preis-Leistungs-Verhältnis geht, auf der sicheren Seite, weil wenn ich heute beim Geigenbauer XY ein Instrument kaufe, das der gebaut hat, ja, und sogar noch eine Rechnung ausstellt drüber, dann ist bei der Echtzeit normalerweise jetzt nicht wirklich was zu zweifeln. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die lassen sich in Polen, China oder sonst irgendwo Instrumente bauen, spritzen es dann in einen Lackierraum ober und bicken einen italienischen Meisterzettel aus Cremona rein. Die habe ich auch schon gesehen, die Instrumente. Aber ich sage jetzt einmal, die allermeisten setzen sich hin und bauen ein vernünftiges Instrument. Ja? Und wenn ich das Direttissima dort kaufe, dann kann ich mir mal sicher sein, okay, echt ist es. Und den Marktwert, der richtet sich einfach genau danach, was kriegt der dafür.
Ja? Und das sind aber Instrumente, mit denen kann man durchaus in einem Orchester seinen Dienst versehen. Ja? Man kann sogar Solostellen sicher spielen und auch die Soli spielen damit. Ja? Das muss noch kein Instrument um ein paar 100.000 € sein. Wenn man natürlich eine besondere Vorliebe hat für teure italienische Instrumente oder teure Franzosen und, ja, dann ruft es mir halt an. Das ist ein Trottel. Ja, wer? Was ist denn jetzt? Na, was soll ich jetzt tun mit dem Trottel? Ich hab das nur gesagt, weil ich schauen wollte, ob der Bub überhaupt noch munter ist. Weil einmal ist mir das wirklich passiert, da bin ich eine alte Dame in so einer, was ist das? Eine alte Damensammelstelle? Nein. Nein. In so einer Klinik besuchen gegangen und dann habe ich ein bisschen geredet mit ihr und auf einmal sagte, Herr Mörth, wenn Sie reden, werde ich so müde. Und ich habe mir dann gedacht, na, so schön hat mir das auch noch niemand gesagt. Auf alle Fälle. Ja, wie gesagt, also das ist das, wenn es um die Preisgestaltung geht. Wirklich gute Instrumente, die haben natürlich auch eine Berechtigung, dass sie wirklich was kosten. Es schwimmen halt dann immer ein paar so Fischerl mit dem Strom, die jetzt da eigentlich in dem Wasser nichts verloren haben, weil sie entweder die Leistung nicht haben oder nur von einem Naumann her als Antiquität einen gewissen Wert rechtfertigen, aber von der Leistungsfähigkeit nimmer. Ja? Das ist die Wahrheit in dem ganzen Sektor. Und ich sage jetzt einmal, Philanthropen, die, mein Gott, eine Preisgestaltung vornehmen, die niemand mehr nachvollziehen kann, ja, da darf der Denken anfangen. Alles dann. Das war es für das heutige Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Viert euch. Aus dem kannst du es machen, oder? Ja. Ja, weiß man nicht. Wurscht. Danke dir. Ja, passt. Ich sag danke, mein Star. Würdest du einmal noch klatschen für mich? Wozu? Was nicht? Ich glaub, du klatscht gern. Wusste ich's doch. Wenn du willst, kannst du das eine oder andere 14., 15. Das ist eh schon wurscht. Die Frage ist vor allem, ob es im Bild ist. Und ich schaue so rein. Ja, aber den Thumbnail haben wir eh schon. Das ist ja keine Preislisten, die für einen Für Privatverschnitt. Nein. Also, wenn ich heute in einem Land, ich sage jetzt einmal, das weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Und ist auch noch, wie es klingt oder wie es, weißt du schon? Ja, den Klang, das ist das, dass es dann verkaufbar ist. Oder halt nicht, weil es eben scheiße klingt. Ja. Glauben das gar nicht oder wissen das gar nicht. Ja. Gut. Was wollte ich jetzt noch sagen? Das ist das, wenn es um die Preisgestaltung geht. Nein, wir waren jetzt bei dem Thema Ja, was? mit den alten Sommer. Warte. Das schneidet man. Ja, schneiden wir alles. Nein, ich nicht. Aber hör irgendwann auf zum Reden. Ist lang genug.